Diese 6 Unternehmen haben vor kurzem ihre Dividende erhöht. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute 6 Aktien vor, die vor kurzem eine Dividendenerhöhung angekündigt haben. Sind alles wirklich starke Dividendenzahler und vor allem Dividendenwachstumstitel. Deswegen denke ich vor allem für Dividendenanleger durchaus mal ein Blick wert. Das erste Unternehmen, das ich mit dabei habe, ist Roper Technologies. Das ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, das Software und Produkte für Nischenmärkte wie Gesundheitswesen, industrielle Anwendungen und Energie anbietet. Und man ist es hier bekannt für die Strategie, dass man spezialisierte Softwarefirmen eben aufkauft und in seine Technologie, in seinen Technologieverbund integriert. Und diese Struktur ermöglicht es Roper dann eben zu einem stetigen Wachstum zu kommen und stabile Einnahmen in vielfältigen Bereichen zu generieren. Ja, und hier hat man jetzt vor kurzem eine Dividendenerhöhung angekündigt, und zwar eine Erhöhung um starke 10% im Vergleich zu der zum Vorquartal. Also man ist hier ein schon langer Dividendenzahler, nämlich ist es jetzt hier die 32. Dividendenerhöhung in Folge. Also eine wirklich, schon ein richtiger Run, den jetzt Roper Technologies hier hat, und nochmal eine wirklich starke Erhöhung um 10%. Von dem her besonders spannend natürlich für jeden, der hier auf Dividendenwachstum auch setzen möchte. Wenn wir uns den Chart anschauen, sehen wir auch, dass das Unternehmen einen wirklich guten Kurs hingelegt hat, also gute Kursrendite hingelegt hat. Dazu kommt natürlich jetzt noch die Dividende und wirklich schöne Dividendenerhöhungen. Können wir uns mal so ein bisschen auch im Chart anschauen. Wir sehen hier rasantes Wachstum. Jedes Jahr ist die Dividende hier höher gewesen wie davor und jetzt eben schon seit 32 Jahren. Also wirklich eine gute Historie. Wir haben im Moment eine Dividendenrendite von 0,54%, also relativ niedrige Dividendenrendite, liegt auch unterm Schnitt der letzten 10 Jahre. Aber dafür haben wir auch eine sehr niedrige Payout Ratio mit nur 22,41%. Ja, und das Wachstum der letzten 5 Jahre im Schnitt betrug tatsächlich 10,11%. Also ist das eigentlich auch genau wie zuletzt jetzt in dem Rahmen. Von dem her ist es eine wirklich sehr spannende Aktie, wenn es um Dividendenwachstum geht. So, kommen wir zum zweiten Unternehmen, das ich mit dabei habe, und das ist Snap-on. Snap-on ist ein führender Hersteller von Werkzeugen und Diagnosesystemen, der vor allem im Automobil- und Industriebereich tätig ist. Und das Unternehmen bietet hochwertige Werkzeuge in erster Linie für Profis an und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Langlebigkeit der Produkte aus. Ja, und Snap-on ist auch bekannt für seine direkte Kundenansprache über die ganzen mobilen Verkaufsfahrer. Also auch ein sehr eingesessenes Unternehmen, und auch Snap-on hat seine Dividende erhöht, und zwar um 15,1%, also auch wirklich eine sehr starke Dividendenerhöhung, und das ist jetzt die 15. Erhöhung in Folge, also auch hier schon eine nette Historie aufgebaut, und man hat auch hier gesagt, also der CEO hat gesagt, dass bei Snap-ons Businessmodell vor allem natürlich in Richtung Aktionäre ein wichtiger Bestandteil der Kapitalallokation, dass es eben ist, dass man hier eine Dividende ausschüttet und dass das auch einfach zurückzuführen ist auf einfach die Widerstandsfähigkeit und die Sicherheit von dem Unternehmen, und das natürlich vor allem in diesen unsicheren Fahrwassern ein sehr gutes Zeichen ist für Snap-on. Auch hier schauen wir uns mal den Chart an. Das ist natürlich sehr, sehr lange mal seitwärts gelaufen hier von 2014 bis 2020, aber seitdem wieder relativ gute Performance tatsächlich. Haben hier einen Kursgewinn von 164,64% auf den Schnitt auf Sicht der letzten 10 Jahre. Im Moment ein KGV von 18,5, also ist relativ niedrig bewertet. Roper hatte ein KGV von 40. Marktkapitalisierung haben wir 18,86 Milliarden US-Dollar und hier eine aktuelle Dividendenrendite von 2,15%. Also da ist natürlich so eine Erhöhung um 15% schon wirklich rasant. Das sehen wir jetzt eigentlich auch hier, dass vor allem so ab 2014 die Dividendenerhöhungen wirklich sich sehr stark beschleunigt haben, und auch die Prognose geht davon aus, dass die Dividende weiter gesteigert werden kann. Ja, und die Dividendenrendite im Moment, die liegt natürlich auch unterm Schnitt der letzten 5 bzw. 10 Jahre, weil wir jetzt auch einen guten Kursanstieg gesehen haben. Ja, und an sich ist jetzt hier eben diese Dividende seit 15 Jahren in Folge erhöht worden, und im Schnitt der letzten 5 Jahre betrug das Wachstum der Dividende 14,46%. Von dem her ist diese Erhöhung
auch völlig im Rahmen und wirklich sehr, sehr stark dafür, dass es eben so ein Konsumgüterunternehmen ist, das sich hauptsächlich mit Werkzeugen beschäftigt und das ja ein Hauptgeschäftsmodell ist das natürlich schon wirklich stark und ist, ja, denke für jeden, der da auf Dividenden setzt und auf Dividendenwachstum, ein Blick wert. Ja, wenn dir solche Videos gefallen rund um Dividendenerhöhungen, lass doch gerne einen Daumen für meinen Kanal da und für dieses Video. Natürlich auch Abo nicht vergessen und ganz wichtig, die Glocke anmachen, dann vergisst du auch nicht die neuen Videos, beziehungsweise verpasst diese nicht. Danke an der Stelle. So, zum dritten Unternehmen. Das ist hier KLA Corporation. KLA, weltweit führender Anbieter von Inspektions- und Messgeräten für Halbleiter- und Elektroindustrie. Und die Technologien des Unternehmens helfen eben, Defekte auf Siliziumwafern zu erkennen, was entscheidend für die Herstellung hochpräziser Chips ist. Und KLA spielt eine zentrale Rolle, ja, in dieser Qualitätskontrolle in erster Linie, um praktisch, ja, einfach die Effizienzsteigerung moderner Chipfabriken zu sichern. Also man ist hier auch wichtig in der Wertschöpfungskette, alles was mit Halbleitern zu tun hat, und hat hier auch eine sehr interessante Position am Markt. Das ist zumindest meine Meinung, und auch hier hat man eine nette Dividendenerhöhung angekündigt. Die sehen wir jetzt hier. Man hat hier eine Quarterly Cash Dividend auf 1,70 $ angekündigt, und das ist auch eine wirklich starke Steigerung von KLA. Von dem her hier 14% Dividendenerhöhung bei auch einem Unternehmen, das natürlich schon, ja, sich eine nette Historie aufgebaut hat. Vor allem, wenn wir den Kurs anschauen, sehen wir hier eine wahnsinnig rasante Entwicklung, vor allem so ab 2019. Wir haben im Schnitt, also wir haben auf Sicht der letzten 10 Jahre eine Rendite vom Kurs von 961%, also Wahnsinn. Man konnte natürlich jetzt hier auch von KI und so weiter profitieren. Wir haben aktuell ein KGV von 31,4 und eine Dividendenrendite von 0,82% und eine Marktkapitalisierung von 91 Milliarden US-Dollar, also auch schon ein sehr großes Unternehmen. Ja, die Dividende wird ja auch schon länger gesteigert, also es ist ganz schön. Seit 20 Jahren wird die Dividende jetzt eben hier bezahlt, und die Prognose geht jetzt auch davon aus, dass die Dividende weiter gesteigert wird. Ja, wenn wir uns mal die Dividendenrendite im Schnitt der letzten 5 Jahre anschauen, dann liegt die natürlich deutlich höher wie im Moment. Hängt eben auch mit dem stark angestiegenen Kurs zusammen. Und die Payout Ratio, die liegt ungefähr immer so bei, ja, so bei 30%, 25 bis 30%. Also ist auch alles noch im Rahmen auf jeden Fall. Ja, definitiv spannender Wert. Das ist auch auf meiner Watchlist tatsächlich. KLA ist, denke ich, auch sehr interessant, vor allem wenn es um sowas geht wie jetzt hier Dividendenwachstum. Definitiv interessanter Pick. Das nächste Unternehmen, schauen wir direkt weiter, haben wir hier Automatic Data Processing. Also ADP ist ein führender Anbieter von Lösungen für, ja, Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Unternehmensdienstleistungen. Und man bietet da eben Unternehmen weltweit Tools zur Optimierung von, ja, HR-Prozessen, also Human Resources, und ermöglicht eine effiziente Lohn- und Gehaltsabrechnung. Und ADP ist dafür einen stabilen, cloud-basierten Dienst bekannt und natürlich auch seine Marktführerschaft generell mit diesen Personaltechnologien. Auch ein sehr eingesessenes Unternehmen ist tatsächlich auch in meinem persönlichen Portfolio, habe ich auch mal eine Analyse dazu gemacht, könnt ihr auch gerne mal auschecken auf meinem Kanal. Also finde ich persönlich ein sehr spannendes Unternehmen, und auch hier hat ADP eine Dividendenerhöhung angekündigt, und das ist jetzt tatsächlich die 50. Dividendenerhöhung in Folge, und damit hat sich natürlich ADP jetzt hier den Namen eines Dividenden Königs erarbeitet. Also durch diese 50. Erhöhung hat man sich jetzt hier diesen Titel sozusagen gesichert. Und es ist auch eine, ja, einfach eine schöne Dividende, die man jetzt schon zahlt. Und dazu kommt jetzt eben hier nochmal eine Erhöhung um 10%. Und das zeigt natürlich auch einfach die Stärke von diesem Unternehmen. Alleine, dass man hier schon ja, seit 50 Jahren die Dividende erhöht. Das ist natürlich wirklich stark. Und jetzt ist man eben in dieser elitären Gruppe der Dividendenkönige. Und das ist eine wirkliche Ansage und wirklich schön zu sehen, dass ADP schon so lange die Dividende erhöht und eine wirklich nette Dividendenrendite jetzt schon hat. Die beträgt nämlich jetzt aktuell, ja, so 2,4% ungefähr. Wir haben im Moment ein KGV von 32,5, Marktkapitalisierung von 124 Milliarden Dollar, und im Schnitt auf Sicht der letzten 10 Jahre haben wir hier eine Kursrendite von 258%.
also das ist auch eigentlich akzeptabel, ist aber ein deutlich stabileres Unternehmen schon und auch natürlich ja, einfach etwas reifer. Wenn wir uns die Historie anschauen, sieht es auch sehr schön aus. Also hier wurde die Dividende immer schön erhöht. Jetzt zuletzt ist das eine wirklich starke Steigerung, hier mal mit 10% gewesen. Die Prognose geht aber auch davon aus, dass sie weiter gesteigert werden sollte. Wir haben jetzt auch eine Payout-Ratio von so circa 65%, also die ist schon eher hoch, ist aber jetzt auch nicht untypisch. Ich denke, das ist auch noch gerade im gesunden Rahmen. Die aktuelle Dividendenrendite liegt auch ungefähr im Schnitt der letzten 5 Jahre und das Wachstum ist da auf jeden Fall wirklich akzeptabel. Dafür, dass das Unternehmen ungefähr so mittleres einstelliges Wachstum im Umsatz verzeichnet im Moment, ist es eine wirklich gute Position und denke auch, ja, für dividendenwachstumsorientierte Anleger definitiv spannend. Schauen wir mal weiter, bevor wir zum nächsten Unternehmen aus der Ölindustrie kommen. Finanznet Zero hat im Moment eine Aktion laufen und zwar nur noch bis zum 15.11. Wenn du jetzt noch ein neues Depot brauchst, den günstigsten Aktienbroker, den es aktuell am Markt gibt, dann hol dir doch jetzt hier ein Depot bei Finanznet Zero mit dem ersten Link in der Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Hier ein Konto öffnen mit dem Promocode Zero jetzt. Dann kannst du eine Prämie von bis zu 350 Euro kassieren. Also einmal 50 Euro für den Neukundenbonus, wenn du praktisch dich das erste Mal dort registriert und bis zu 300 Euro Wechselprämie, falls du dein Depot übertragen möchtest. Man hat eben auch bei Stützpunkt Warentest hier den Kostensieger Preis bekommen und hat hier 4,6 Sterne auf Trustpilot. Also es ist ein wirklich guter Broker und man kann hier eben auch wirklich echte Schweizer Aktien handeln. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also gerne meine Beschreibung auschecken. Den Link, das ist natürlich auch indirekt für mich eine Unterstützung. Dankeschön. Schauen wir weiter. ExxonMobil, interessantes Unternehmen, hat sicher der eine oder andere von euch im eigenen Portfolio. Ist ja eines der größten internationalen Öl- und Gasunternehmen, ein bedeutender Akteur in der Energiebranche und er ist in der Förderung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Erdölprodukten tätig und investiert zunehmend aber auch in Forschung zur Kohlenstoffabscheidung und eben zu diesen erneuerbaren Energien. Und ExxonMobil spielt natürlich auch eine zentrale Rolle bei der Deckung des weltweiten Energiebedarfs, ist also ein systemrelevantes Unternehmen. Und ExxonMobil konnte jetzt auch Dividende erhöhen und zwar hier im Q4 hat man eine Erhöhung um 4% angekündigt und das ist jetzt tatsächlich auch hier die 42. Erhöhung in Folge und das ist natürlich auch sehr stark. ExxonMobil hatte eine wirklich gute Politik und obwohl das Unternehmen so ein zyklisches Geschäftsmodell hat, konnte man sich so eine starke Historie aufbauen und jetzt hier bei der starken Dividende, die das Unternehmen sowieso schon hat, nochmal eine 4%ige Erhöhung, die nimmt man, denke ich, gerne mit als Aktionär. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Naja, bei der Kursrendite sieht es eher mau aus. Also auf Sicht der letzten 10 Jahre haben wir hier 25% Rendite. Wer natürlich hier in Corona eingestiegen ist, der ist jetzt der Held, der König. Das ist ganz klar. Aber wer schon ganz lange dabei ist, bei dem hat sich das Unternehmen eher schlecht entwickelt, zumindest was die Kursrendite anbelangt. Wir haben im Moment eine Dividendenrendite, die hier ausgewiesen wird, von 3,17%, KGV von 15,08 und es ist ein wirklich großes Unternehmen mit 540 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Hier sehen wir auch mal die Erhöhungen in Dividende, also die sind da, die sind halt gemächlich, ist ja auch logisch, es ist jetzt kein Unternehmen, was ein rasantes Wachstum hinlegt wie ein Technologieunternehmen. Dividendenrendite liegt jetzt auch unter dem Schnitt der letzten Jahre. Payout Ratio, ja, die wird jetzt hier ausgewiesen 40%, also durchaus gesunde Payout Ratio, deswegen gehe ich auch davon aus, dass man weiterhin seine Dividende erhöhen wird. Natürlich jetzt nicht in einem wirklich starken Wachstum, aber so einstelliges, mittleres Wachstum kann ich mir da durchaus vorstellen und man zahlt ja auch schon eine ordentliche Dividendenrendite. So, kommen wir zum letzten Unternehmen. Natürlich absolut spannendes Unternehmen, eines der besten Unternehmen der Welt. Wenn es nach meiner Meinung geht, ist Visa. Visa ein weltweit führender Zahlungsdienstleister und man bietet Infrastruktur für die bargeldlose Zahlung an und die Visa-Plattform ermöglicht sichere und schnellere Transaktionen für Banken, Unternehmen und Verbraucher natürlich, also auch für uns als Endkonsumenten und man ist in über 200 Ländern tätig und Visa fördert Innovationen im Bereich digitaler Zahlungen, einschließlich kontaktloser und mobiler Zahlungslösungen.
Visa ist natürlich ein wirklich starker Player und ist mit Mastercard ja, in so einem Duopol, kann man schon fast sagen. Und auch hier hat man die Dividende erhöht und zwar um 13% zu 0,59 US-Cent pro Aktie. Auch das stark. Generell waren die letzten Quartalszahlen wieder sehr überzeugend von Visa. Es ist einfach ein wirklich wahnsinnig gutes Businessmodell, das Visa hat und ja, ähnlich wie Mastercard. Der eine oder andere wird ja auch wissen, dass ich Mastercard im eigenen Portfolio habe, aber natürlich immer keine Anlageberatung. Ihr müsst immer selber mit eurem eigenen Risiko handhaben und ihr haftet natürlich mit eurem eigenen Kapital. Aber für mich Visa und Mastercard wirklich ganz starke Unternehmen und wundert mich jetzt auch nicht, dass Visa hier nochmal so einen Hammer rausgehauen hat mit 13% Erhöhung. Gefällt mir gut. Ja, wenn wir uns den Kurs anschauen, in den letzten 10 Jahren hatten wir hier eine lange Seitwärtsphase, hatten jetzt eine Rendite der letzten 10 Jahre von 392%. Diese Seitwärtsphase war natürlich hier diese Inflationskorrektur. Seitdem wir da wieder raus sind, hat das Unternehmen aber wirklich wieder stark an Kurs zugelegt. Wir haben einen KGV von 32, haben eine Dividendenrendite hier von 0,7% und die Marktkapitalisierung von 590 Milliarden US-Dollar. Also auch schon ein sehr großes Unternehmen. Und wir sehen auch hier, dass die Dividendenhistorie sehr schön ist. Wir haben eine rasante Steigerung, hier 17 Jahre Historie. Und da ist natürlich das Wachstum wirklich noch enorm. Dafür niedrigere Dividendenrendite, die liegt jetzt auch unter dem Schnitt der letzten 10 Jahre. Payout Ratio ist noch echt niedrig mit so 25% circa. Also da sieht es wirklich gut aus und das Wachstum ist natürlich jetzt hier auch hoch. 13% ist eine echte, ja, eine wirklich richtig starke Dividendenwachstumsaktie und gefällt mir natürlich deswegen auch besonders gut, da ich ja auch eine ja, Dividendenwachstumsstrategie fahre. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Daumen nach oben da, Abo nicht vergessen und wenn dich jetzt noch interessiert, welche Aktie eine gute Alternative als Investment zu ASML sein könnte, dann check doch mein letztes Video aus zu TEL, ein Unternehmen aus Japan, das sich auch im Halbleitersektor befindet und jetzt akut spannend sein könnte für einen Einstieg. Also gerne mal auschecken, alternativ auch mein Update zu Realty Income. Also dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit und ciao.